echt lustig aus, wie du mit dem Elefant da so durch die Gegend rumhampelst. Ist aber auch anstrengend, oder? Ja, schon. Und was ist eigentlich deine Idee, die dahinter steckt? Warum machst du das eigentlich? Einfach nur just for fun, oder? Ja, Fahren ist die eine Sache. Sicher, es geht mir schon auch um Spaß bei meiner Aktion. Ich habe auf jeden Fall Spaß beim Wandern, bei meinen kleinen Interventionen mit dem Elefanten. Und ich hoffe auch, mein Publikum hat Spaß an meiner Kunst. Ähm, Ich möchte aber auch zum Nachdenken anregen über die Frage, wie viel sind wir bereit zu opfern für unseren Fun, für unseren Spaß. Sehen wir die Alpen heute eigentlich noch als einen Lebensraum oder als einen Freizeitpark, der nach unseren Wünschen und Vorstellungen umgestaltet werden kann? Ich meine, wenn sich die heutige Entwicklung anschaut, ja, irgendwo ist meine Aktion auch eine ironische, auch ein Stück weit selbstironische Das Auseinandersetzung mit Extremsport in den Alpen ein wenig ironisch thematisiert. Ja, meine Form von Extremsport ist eher extrem langsam und nicht nur deshalb, weil der Elefant und das ganze andere Zeugs im Rucksack so schwer ist, sondern auch, weil ich überall immer wieder anhalte und diesen Elefanten aufblase. Und ihr habt ja gesehen, es dauert eine halbe Stunde, bis der voll ist. und ebenso lange dauert es, die Luft wieder rauszupressen und dann zu verpacken, sodass eigentlich jeder Fotostopp mindestens 1,5 Stunden dauert. Manchmal bin ich auch 3 Stunden irgendwo auf einem Pass. Der Aufwand lohnt sich aber, glaube ich. Und zwar auch deswegen, weil wenn man da so lange sitzt und den Elefanten aufbläst, man beobachtet das Wetter, die Wolken, die dahin ziehen. Ähm, Man bekommt durch diese Verzögerung eigentlich einen anderen Blick auf die Landschaft, auf die Szenerie. Auch das Denken ähm, ändert sich, der innere Dialog, den man führt, insbesondere wenn man da allein unterwegs ist. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das erweitert meinen Horizont. Ja, und ich hoffe, dass es mir gelingt, mit meinen Fotos und natürlich auch mit diesem Film etwas davon zu transportieren. Und wieso Hannibal? Was hat das Ganze jetzt mit Hannibal zu tun? Ja, Hannibal, die Geschichte von Hannibals Alpenüberquerung ist ja sehr bekannt und insofern ein guter Aufhänger für meine Aktion, für meine Geschichte. Dieser Hype, der darum gemacht wird, ich meine, es gibt ganze Forschungsprojekte, die sich mir geht es dabei aber damit beschäftigen, nicht darum, auf den Spuren Hannibals zu wandeln. Ich gehe da lang, wo es schön ist. Ich habe dabei sicherlich auch den einen oder anderen Pass überquert, von dem die Wissenschaft meint, da ist er wohl lang marschiert. Eigentlich interessiert mich das nicht. Letzten Endes ist ja Hannibals Alpenüberquerung nur eine Episode aus einer Epoche von Kolonialkriegen, die sich über mehrere Jahrhunderte, schätzungsweise halbe Million Menschen ihr Leben kostete. Die Überquerung der Alpen war sicherlich eine immense Schinderei für Mensch wie für Tier. Und ja, Kolonialismus ist, denke ich, nach wie vor auch heute noch eine Frage. Also ich meine, die Frage, um die es damals ging, nämlich die Vorherrschaft im Mittelmeerraum, die beschäftigt die Politik ja noch heute. Und ja, irgendwo ist auch die Frage nach Tourismus
positiven oder negativen Auswirkungen des Tourismus, insbesondere im Alpenraum. Eine Frage, die man sich unter dem Gesichtspunkt von Kolonialismus oder kolonialistischem Blick allem Auftreten und Verhalten ansehen muss. Wenn man sich anschaut, was so das Bild von den Alpen als Landschaft oder von der Kultur der Alpenbewohner angeht, dann ist das doch sehr romantisiert und verklärt. Da stellt sich mir die Frage, inwieweit wir da überhaupt einen realistischen Blick einnehmen. Und ich denke, das ist eine wichtige Frage, auch im Hinblick darauf zu sehen, wie kann es weitergehen und wie können wir die Probleme, die sich im Alpenraum stellen, mit Abwanderung und so weiter, in Zukunft in den Griff bekommen. Und kann Tourismus da helfen oder ist er eher schädlich? Interessant wird hierbei sicherlich die Frage sein, inwieweit sind wir bereit zu verzichten auf Komfort und auf hohe Reisegeschwindigkeit und Erlebnisdichte. Und für mich als Künstler die Frage, wie kann Kunst vielleicht da einen Beitrag zu leisten, dass uns dieser Verzicht leichter fällt oder wir ihn vielleicht gar nicht als Verzicht erleben, sondern merken, dass indem wir unser Tempo runterfahren, indem wir entschleunigen, die Erlebnisse intensiver werden. Und auch der Kontakt mit der Bevölkerung möglicherweise. Perfetto. Perfekt. Intensiver. Die Via Alpina, die GTA sind ja letztendlich auch Schritte in diese Richtung. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht und Ja, und wie geht's weiter mit deinem Projekt? mit dem Elefanten werde ich wohl nicht mehr durch die Alpen wandern. Der ist jetzt in seinen wohlverdienten Ruhestand gegangen. Aber ich möchte gerne mit den Fotos und natürlich auch mit diesem Film ein breiteres Publikum erreichen. Und dazu will ich in den nächsten Jahren an verschiedensten Orten in den Alpen, nicht nur in großen Zentren wie Turin, Innsbruck oder Zürich, sondern auch in kleinen Orten wie beispielsweise Palent und Sel di Macra im Mairatal Ausstellungen ausrichten. Und vielleicht hilft das ja auch, dort ein wenig Tourismus, nachhaltigen Tourismus zu fördern, indem man dort Leute hinholt, die kulturinteressiert sind und die vielleicht auch angeregt durch meine Arbeit sich intensiver mit der Region auseinandersetzen. Vielen Dank und viel Spaß mit meinen Fotos, dem Kunstprojekt Hannibalismus, mit diesem Film und beim Entdecken der Alpen.